Okay. Das, was wir hier sehen, ist der ganz normale Water-Rower mit der Smart Row, also Water-Rower Performance Ergometer. Und was ich gemacht habe, ist ja, smarte LEDs oder Pixel an einen Mikrocontroller zu verbinden und, jetzt sieht es gerade aus, die SmartRow App ist im Broadcast-Modus, also das Bluetooth-Signal, das von der Rolle kommt, wird an das Handy gegeben und anschließend broadcastet das Handy diese Signale, also inklusive der Herzfrequenz, erneut an jegliches Gerät, was diese Daten empfangen möchte. Das Ganze passiert im FTMS-Format, sodass es standardisiert ist und ich habe ein Programm geschrieben, mit dem man diese Daten auslesen kann. Was wir jetzt hier im Hintergrund sehen, ich hoffe, es ist groß genug, das ist quasi meine Empfangsstation. Ich kann es ein bisschen größer machen. Dann sagt jetzt die ganze Zeit Receiving Data from SmartRow. Das heißt, die ganze Zeit werden Daten geschickt und wenn ich rudere, dann werden diese Daten übertragen und hier auch mit angezeigt. Ich zeige das gerade nochmal. Momentan sind wir im Bereich Blau, also die LEDs werden blau angesteuert. Jetzt nehmen wir es hier. Heart Rate 80 und wie viel Kraft ich aufwende. Und jetzt ist es gerade wieder grau oder ja, die LEDs sind weiß. Und das Ganze wird so gesteuert, wie eben die Farben der Herzfrequenz sind, also grau, blau, grün, gelb und rot. Wenn ich mich wirklich anstrenge und in den roten Bereich reinkomme, dann sind sie auch noch rot. Das ist der eine Modus. Es gibt auch noch einen zweiten Modus und der heißt nicht Heart Rate, sondern, jetzt muss ich kurz selber nachgucken, Power. Wenn ich das mal verändere, so, Power. Und je nachdem, wie stark ich ziehe, sollten sich jetzt auch die LEDs entsprechend anpassen. Gucken wir mal, okay, grün. Was haben wir hier? Ich sehe das gar nicht. Ah doch, 375 Watt gerade. Okay, jetzt wird schon türkis, blau. 373, ich versuche mal ein bisschen stärker zu ziehen. 300, 400. Okay, wir sehen schon, je nachdem wie stark, 500. Je nachdem wie stark das Ganze dann beansprucht wird, ändert sich entsprechend auch die Farbe. Und dann gibt es noch einen dritten Modus. Dieser nennt sich Running. Ich ändere das gerade mal. Genau, richtig. Wir sehen schon, hier wird quasi ein anderer Effekt genutzt und die LEDs, die laufen von vorn nach hinten durch. Apropos Effekte, es gibt unzählige Effekte, die man darauf anwenden kann. Die Idee bei Running war, dass man ebenfalls die Kraft nimmt, also wie viel Watt aufgewandt wird, und diesen Effekt anhand der Kraft mit den LEDs durchlaufen lässt. Ein einfaches Beispiel, ich ziehe 200 Watt, dann wird eben ein Bruchteil davon genommen, vielleicht 2 oder 3 LEDs, und diese 2 oder 3 LEDs laufen dann nach hinten. Wenn ich mehr Kraft erzeuge, mehr Watt generiere, dann
habe ich 8, 10, 12, je nachdem, die dann eben von vorne nach hinten durchlaufen. Die LEDs, die sind hintereinander angeordnet. Also was wir hier sehen, ist die Werkoberfläche von WLED oder WLED. Und hier habe ich einzelne Segmente. Ich hatte mir unterschiedliche LED-Abschnitte bestellt. 2 Meter, 1 Meter, dann ist da noch ein Ring mit drin, der ist oben drauf. Nochmal 1 Meter und wieder 2 Meter. Also dass es schön bunt ist. Ja? Und diese Segmente sind eben hintereinander angeordnet und man kann dann eben unterschiedliche Farben auch hier über dieses Webinterface ansteuern. Also ob es jetzt eben Aqua ist oder hier Aurora, dann ist das eben unterschiedlich. Ich habe eben die JSON-Schnittstelle genommen und das Ganze über Node.js. Also über Node.js lese ich das Bluetooth-Signal aus, verarbeite die Daten, die ich dort gesendet bekomme. Das mache ich jedes Mal, wenn ein Zug stattfindet. Also dann habe ich quasi ein Signal, was ich verarbeiten kann. Ich kann es mal kurz hier zeigen. Sobald ich dran ziehe, sehen wir hier in der Konsole meine Herzfrequenz, ja, die Flags, die gesetzt werden und ja, was dann eben passiert. Das ist quasi nur eine Ausgabe der Daten. Das müsste nicht erfolgen, aber um das Ganze eben zu debuggen und das anzuschauen. Und über Node.js wird das Ganze dann eben an diese JSON API weitergegeben und ich sende da dann eben verschiedene Pakete, wie diese LEDs angesteuert werden sollen. Ja, das zu dem kleinen Bastelprojekt, was ich hier gemacht habe. Vielleicht noch eine Sache. Ich hatte extra geschaut, wie kann man diese LEDs dran befestigen am Waterrohr. Und ihr seht hier unten ist es eben schon abgefallen. Ich hatte da so einen, das ist sowas ähnliches wie Tesa Power Strips. Das ist so ein Klebeband, das eben ohne Rückstände wieder abgemacht werden soll. Also ich wollte keine Klebereste auf dem Holz haben. Auf dem Plastiktank funktioniert das hervorragend, aber hier auf dem Holz, ja, die sind immer wieder abgefallen. Am Anfang hat es ein bisschen geklebt, aber also da suche ich noch einen Ersatz. Und ja, ich veröffentliche den Code bei GitHub und hoffe hier mit dem Projekt vielleicht auch andere angeregt zu haben, ja, das Bluetooth-Signal zu verwenden und damit rumzuspielen und ja, dass man diese Daten auch rausholt aus den Geräten und kreativ anwendet. Soweit mal von mir.